Einen wunderschönen guten Morgen. Gestern wieder einiges im Markt passiert. Nicht nur bei Bitcoin, sondern auch wieder im traditionellen Markt, beziehungsweise auch auf Twitter. Donald Trump hat wieder einiges rumgepostet und zwar, dass er einerseits die 50% Zölle gegen Kanada erstmal pausiert, beziehungsweise das Ganze einmal verschiebt, weil es wohl in den nächsten Tagen zu einem Deal kommen sollte. Wir hatten auch gestern wieder ein bisschen heißere Eskalation um den Konflikt USA-Iran. Da kam jetzt auch hier wieder in Dubai eine kleine Nachricht aufs Handy, dass wohl wieder einige Raketen entdeckt worden sind. Hier ist nichts passiert, hier ist alles in Ordnung. Also von daher ist da mehr was auf Twitter passiert als alles andere. Donald Trump hat aber auf jeden Fall hier einige Sachen wieder auch rumgepostet, besonders der Post neue US-Territory, Straße von Hormuz. Ja gut, wir alle wissen, dass das Ganze hin und her geht schon die ganze Zeit. Ich hoffe jetzt mal, dass sich die Situation das nicht ein bisschen weiter zuspitzt. Donald Trump hat jetzt erstmal gesagt gehabt, dass da keine weiteren Konversationen zu einem Deal sind. Gestern hieß es noch irgendwie, dass ein Deal kurz vorbesteht. Ich glaube ganz ehrlich, das wird wieder ein totales Hin und Her. Und wir können mal gespannt sein, was da auch oder wieder vor allem auch der Bitcoin und auch der traditionelle Markt drauf reagiert. Denn wenn wir uns das Ganze einmal direkt anschauen, gehen wir da einmal auch in die Chartanalyse rein. Also lasst sehr gerne zum Beginn vom Video einmal gerne ein Like da. Abonniere den Kanal, wenn du neu mit dabei bist. Und dann sehen wir hier ganz gut, dass der Nasdaq hier eigentlich dabei ist, nochmal Richtung 50er Daily EMA 29.140 Punkten zu laufen. Ein tieferes Tief hat der Nasdaq jetzt gemacht gehabt. Auch vom Daily Chart, wenn wir uns das Ganze anschauen, sehen wir ganz gut. Schönen Daily Close unter dem letzten Tief gesetzt. Das heißt, die Richtung bei dem Nasdaq ist jetzt in meinen Augen erstmal Richtung 50er Daily EMA. Sollten wir in der nächsten Zone dann Support finden. Ja gut, All-Time High ist gar nicht mehr so weit weg, solange aber wir den 50er EMA nicht halten, müssen wir davon ausgehen, dass dadurch dann auch der Nasdaq eine kleinere Korrektur einsetzt. Kleine Korrektur gab es auch bei Bitcoin. Gestern im Livestream schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Bitcoin bullish nach oben angestoßen. Auch die gestrige Kerze, eigentlich sah es sehr, sehr bullish aus. Jetzt über Nacht ist es eher bärisch geworden. Wir sind jetzt gerade auch aktuell so minimal eigentlich genau auf dem 50er Daily EMA, 64.375 US-Dollar. Da bin ich jetzt mal vor allem auf die nächsten Tagesclose und vor allem auch den Wochenclose gespannt, denn wir haben auf jeden Fall bei Bitcoin noch eine ordentliche Vektorkerze und ihr kennt es ganz gut, Vektorkerzen werden sehr, sehr gerne abgeholt. Auch unsere Bitcoin-Position war ja gestern ordentlich im Drawdown, beziehungsweise knappe $100 im Drawdown, läuft jetzt hier aktuell auch in den Profit. Ja, hier knappe 200 US-Dollar haben wir da schon jetzt im Profit drin. Das war ja auch die Position, die ich die letzten 2 Tage aufgemacht hatte. Hatte, glaube ich, mit dem Einstiegspreis irgendwie um 64.000 US-Dollar geholt und dann nochmal bei 64.800 US-Dollar. Als wir bei Bitcoin auf die Trendlinie draufgelaufen sind, nochmal meine Position erhöht. Ich lasse meine Position jetzt weiter geöffnet, gehe davon aus, dass wir mal mindestens 50% der Daily Vektor-Kerze abholen, während die knappen 63.600 US-Dollar. Gehen wir mal in die Chartanalyse rein. Starten wir mal auch beim Daily Chart. Das sieht eigentlich soweit ganz in Ordnung aus und genau eigentlich das, was wir auch uns vorgestellt haben. Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass wir so schnell nach oben pumpen, aber dass wir zumindest nochmal die Abwärtstrendlinie nochmal anlaufen. Ich hatte ja auch schon gestern darüber gesprochen, sollten wir einen Daily Close, 1 bis 2 Daily Close am Tag, oder nicht am Tag, also 2 Daily Close hintereinander, über unseren Abwärtstrend sehen, kann ich mir sogar echt vorstellen, dass wir nochmal Richtung den 67.000 US-Dollar anlaufen. Auch oben dort einiges an Liquidität, schauen wir uns aber später an. Nächster wichtiger Bereich jetzt für Bitcoin natürlich klar, haben wir jetzt die Kraft, und da gehen wir gleich auch in den kleineren Timeframe rein, unseren Aufwärtstrend fortbehalten zu können oder holen wir echt die Daily Vector Kerze zu 50% ab, beziehungsweise vielleicht sogar auch das nächste Ziellevel und das sind dann die 62.500 US-Dollar, wo ich dann auch meine Trade-Position aus dem Markt rausnehmen würde. 4-Stunden-Chart sehen wir ganz gut. Nächster interessanter Bereich, um jetzt hier nochmal vielleicht eine Position mitnehmen zu können. Klar,
Fair Value Gap. Fair Value Gap 64.000 US-Dollar. Da ist auch genau der 50er Daily EMA. Und wir können jetzt eine richtig schöne Long Confirmation bekommen. Das heißt, für Bitcoin ist es jetzt genau in den nächsten 24 bis 48 Stunden die absolute Chance, hier eine brutale Long Confirmation auf dem 4-Stunden-Chart reinzubekommen, den Breakout nach oben zu setzen und dann auch richtig final mal einen ordentlichen Push, und mit einem ordentlichen Push manchmal mindestens auf die 67.000 US-Dollar zu steigen, um auf dieser ganzen Seitwärtsphase, wobei eigentlich, wenn wir ehrlich sind, ist selbst ein Push auf die 67.000 US-Dollar kein wirklicher bullischer Move, sondern einfach nichts anderes als ein Break Richtung unsere große seitliche Konsolidierungsphase. Aber da muss es Bitcoin jetzt eigentlich schaffen, also speziell auch 4-Stunden-Chart, 1-Stunden-Chart, wenn da jetzt keine Long Confirmation reinkommt, dann sehe ich Bitcoin ehrlich gesagt relativ zeitnah auch wieder hier unten bei unseren knappen 63.200, wenn nicht sogar 62.000 US-Dollar rumtouren. Gucken wir uns da auch den kleineren Timeframe an. Wir haben die Vektorkerze von gestern. Ja gut, wen wundert es eigentlich? Komplett einmal abgeholt. Ich hatte gestern schon im Livestream gesagt gehabt, hey, das sieht mir hier schon mal nicht so super, super gut aus. Also wenn er da jetzt nicht drüber kommt, dann holt er sich die ganze Bewegung ab. Hat jetzt auch über Nacht über die Asia-Session einmal kurz das ganze Ding einmal abgeholt gehabt. Wir haben jetzt so ein bisschen Support gefunden rund um den 50er Daily EMA. Aber ihr kennt es auch, der muss jetzt halten. Gerade kleiner Timeframe, folgendes Level jetzt unfassbar wichtig. Kann man vielleicht die ein oder andere etwas High-Risk-Long-Position mitnehmen? Sollte dieser Bereich brechen, nächstes Ziellevel dann vielleicht auch als Short-Position sehr, sehr interessant, denn wir bekommen dann auch einen Cross auf unseren EMAs rein, wo man dann eine wunderbare Short-Position Richtung den 63.000 US-Dollar durchaus mitnehmen kann. Stop-Loss dann dementsprechend über dem 50er Daily EMA. Wie gesagt, Rücksetzer abwarten, Cross abwarten und dann in eine neue Short-Position einzusteigen. Für die Leute, die jetzt beispielsweise hier oben in dem Bereich beim Retest unserer Abwärtstrendlinie die Position nicht mitgenommen haben. Gucken wir uns auch einmal Liquidierungszonen an. Also aktualisieren wir einmal einen Wochenchart, sehen wir ganz gut, wir haben hier die 65.000 US-Dollar angelaufen. Ordentlichen Bereich, ja, liegt da jetzt noch ein bisschen so knappe 2,3, 2,4, 2,5 Milliarden US-Dollar liegen jetzt noch über uns. Ihr kennt es aber immer, dass Liquidierungszonen angelaufen werden, aber nie komplett abgeholt. Nächster interessanter Bereich, 62.400 US-Dollar. Das ist auch genau der Bereich, den wir uns gerade auf einem Daily Chart mit unserer riesen Vektorkerze angeschaut haben. Also du siehst es ganz gut, auch auf einem 2 Wochen Liquidierungschart, da unten liegt brutal was an Liquidierungen. Also wir haben jetzt mit diesem Push nach oben von den 63.000 US-Dollar ordentlich was aus dem Markt rausgespült. Klar, ein bisschen kommt jetzt natürlich über uns auch rein, 66, keine Frage, da liegt auf jeden Fall noch was. Aber die Luft oben wird ein bisschen dünner, da ist nicht mehr so viel Liquidität, die dort zum Abholen ist. Der größte Batzen liegt jetzt wirklich unter uns. Und ihr kennt es, ein Teil der Liquidität wird dann auch sehr, sehr gerne einmal liegen gelassen. Gucken wir uns den Goldchart einmal an. Also Asia-Session, schönen Push nach oben, jetzt einen schönen Move nach unten. Wir haben hier eine sehr, sehr interessante Wick am Asia-Tief. Also wir gehen auch heute jetzt wieder in unsere Goldanalyse rein. Wir werden auch gleich unser Livestream bei Gold machen. Wir werden die London-Session ab dieser Woche eher starten, um uns einfach ein bisschen so Pre-London vorzubereiten, da ich so ein bisschen gemerkt habe, dass speziell so eine halbe Stunde eher uns einen sehr, sehr guten Vorteil im Markt geben kann. Guter Supportbereich hatten wir unten gehalten gehabt bei den 4.030 US-Dollar. Ein sehr, sehr interessanter Supportbereich, den ich jetzt auch für den heutigen Tag nochmal sehr interessant sehe. Dann unter uns 4.311 bzw. 4.314 US-Dollar. Dieser wunderschöne Supportbereich, auch nochmal interessant. Über uns eigentlich 2 Bereiche wichtig, 4.364 bis 70 hoch. Und wir haben jetzt noch so einen kleinen Bereich. Ich würde jetzt nicht so allzu großen Gewichtung setzen. Es ist das Asia High, sollten uns aber trotzdem natürlich mit dazu zählen, wo wir uns den nächsten interessanten Sell-Bereich über uns haben. Holen wir uns auch schnell einmal kurz die EMAs mit dazu, gerade 5 Minuten Timeframe. Du kannst dir den Indikator auch jederzeit bei uns im Discord abholen, also einmal kurz nach unten durchscrollen, schnapp dir auf jeden Fall den Indikator, dass du den hier auch bei dir mit einzeichnen kannst. Wir nehmen die Session-Zeiten einmal raus, damit das hier noch ein bisschen übersichtlicher wird. Gucken uns das Ganze einmal kurz
im 15-Minuten-Chart an. Gucken wir uns das einmal kurz hier an. 15-Minuten-Chart haben wir ein schönes Sell-Signal reinbekommen. Preisziel, gerade schon drüber gesprochen, die Buy-Area 4.330 US-Dollar, wäre natürlich eher so ein Day-Trade. Wir sind natürlich immer so auf der Suche nach Scalp-Trades. Da würde ich auf jeden Fall mal kurz schauen, ob wir hier so einen kleinen Rücksetzer bekommen. Allerdings 1-Minuten-Chart ist dabei gerade so ein wenig parallel zu laufen. Das heißt, da auf jeden Fall darauf zu achten, dass wir da jetzt keine Parallele reinbekommen, beziehungsweise keinen Cross reinbekommen. Cross auf den 1-Minuten-Chart signalisiert immer so ein bisschen was in Richtung Trendwende. Ansonsten konntet ihr da ja auf jeden Fall hoffentlicherweise auch in der Asia-Session einiges mitnehmen. Wir werden uns gleich bei Gold zwei interessante Bereiche natürlich in einem Livestream anschauen. Einerseits die Sell Area über uns, je nachdem, wie tief wir jetzt auch nach unten durchfallen, kann auch folgende Sell Area nochmal für uns interessant sein. Ihr seht es auch ganz gut, da hatten wir auch einen schönen Widerstandsbereich gehabt oder einen Supportbereich gehabt, der jetzt ein Widerstandsbereich geworden ist. Das kann auf jeden Fall auch nochmal durchaus interessant werden für eine mögliche Short-Position. Ich wünsche euch einen sehr, sehr geilen Start in den Mittwoch, eine wunderschöne Handelswoche. Newsdaten hatten wir uns ja schon gestern angeschaut gehabt, da steht eigentlich gar nicht so wirklich viel an. Ich gehe noch einmal kurz über die wichtigsten Sachen drüber, aber könnt ihr sonst auch bei Bloomberg oder bei investing.com euch natürlich auch die Newsdaten reinziehen. Allgemein diese Woche nicht ganz so interessant von den Newsdaten, also newsmäßig steht da nichts Großartiges an. Gestern bei Gold absolute Katastrophe gewesen. Vielleicht liegt es auch daran, dass einfach keine News da sind. Haben wir jetzt CPI in Großbritannien, in der USA, nicht in der USA, in Europa zu erwarten. Ich erwarte jetzt nicht so krasse Auswirkungen. Klar, man sollte sie dennoch auf dem Schirm haben, aber erwartet jetzt nicht irgendwie so einen massiven Goldmove, wie wir das jetzt in den CPI-Daten der USA gesehen haben. Minutes Meeting heute Abend noch um 20 Uhr, Jobclaims morgen und PMI-Daten übermorgen. Wie du siehst, relativ überschaubar, was anhand den News passieren wird. Ich wünsche euch einen maximal erfolgreichen Mittwoch. Wir sehen uns gleich im nächsten Livestream. Lasst sehr, sehr gerne nochmal ein Like da, abonnieren den Kanal. Wenn du neu mit dabei bist, auf jeden Fall definitiv auch mit in den Discord reinjoinen.